Hallöchen ihr Lieben und willkommen. Für dieses mega geniale Zickzackmuster, um euch einen Tischläufer zu häkeln oder eine Decke, eine Tagesdecke, eine Babydecke, wie auch immer, benötigt ihr eine Maschenanzahl teilbar durch 29. Wenn ihr die 29 Maschen mit eurer Wolle und eurer Nadelstärke angeschlagen habt, könnt ihr euch einmal ein V hinlegen und dann wisst ihr ungefähr, wie groß ein Zickzack wird und könnt das abmessen. Und danach müsst ihr natürlich ausrechnen, wie viele Spitzen wollt ihr haben. Dann schlagt ihr eine Kette entsprechend an, denn eine Spitze sind 29 Maschen. So, ich habe jetzt hier 3 mal 29 Maschen angeschlagen und dann kommen wir zur Reihe 1. Ich halte meinen Daumen auf die letzte Masche, denn dort müssen wir einstechen. Ich nehme hier vorzugsweise die untere einzelne Schlaufe, damit ich dann unten einen schönen Maschenrand habe, wo ich später noch vielleicht anhäkeln oder leichter Fransen dran machen kann, wie auch immer. Daumen drauf halten und nochmal 3 zusätzliche Luftmaschen. Dann mache ich einen Umschlag und gehe in die Masche an meinem Daumen. Das ist die 4. Masche ab Nadel, hole den Faden durch und häkel ein Stäbchen. Danach brauchen wir noch einmal ein Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. So haben wir einen Fächer aus 3 Stäbchen, Steigeluftmaschen plus 2 Stäbchen. 2 Luftmaschen, Umschlag und in die gleiche Einstichstelle nochmal 3 Stäbchen häkeln. Danach 2 Maschen freilassen, einen Umschlag und in die 3. Masche einen Fächer aus 3 Stäbchen häkeln. Umschlag, 2 Maschen freilassen und einen Fächer aus 3 Stäbchen häkeln. Umschlag, 2 Maschen freilassen und einen Fächer in die 3. Masche aus 3 Stäbchen häkeln. Hier haben wir nun unsere Doppelfächer und danach 3 einzelne Gruppen. Nun kommt eine Spitze. Wir lassen 2 Maschen frei und stechen in die 3. ein und häkeln dort erst einmal eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Nun 1, 2, 3, 4 freilassen und in die 5. einstechen und eine Gruppe aus 3 Stäbchen häkeln. Schaut dabei, dass ihr die Masche hier oben nicht zu weit auseinander zieht. Zwei Maschen danach wieder freilassen und eine Gruppe häkeln. Zwei Maschen freilassen und in die 3. eine Gruppe häkeln. Zwei freilassen und die letzte und 3. Gruppe häkeln. Nun kommt die andere Spitze, denn jetzt haben wir hier diese sozusagen nach unten, 3 normale Gruppen wieder, 2 Maschen freilassen, eine Gruppe aus 3 Stäbchen, zwei Luftmaschen und nochmal eine Gruppe aus 3 Stäbchen in die gleiche Einstichstelle.
Umschlag, 2 Maschen freilassen und jetzt kommen wieder unsere 3 Gruppen hintereinander. Zwei Maschen freilassen, zweite Gruppe. Zwei Maschen freilassen, dritte Gruppe. Jetzt haben wir hier wieder unsere Spitze, 1, 2, 3 Gruppen. 2 Maschen freilassen und jetzt kommt wieder die große Spitze. Wir häkeln eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Umschlag 1, 2, 3, 4 und stechen in die 5. Masche ein und häkeln dort auch eine Gruppe aus 3 Stäbchen und achten darauf, dass wir oben diese Masche hier nicht zu weit auseinanderziehen. Es folgen wieder 3 normale Gruppen. Das heißt 2 Maschen freilassen, eine Gruppe aus 3 Stäbchen. 2 freilassen, eine Gruppe aus 3 Stäbchen. 2 freilassen und unsere dritte Gruppe aus 3 Stäbchen. Nun kommt wieder der kleine Bogen. 2 freilassen, eine Gruppe aus 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und in die gleiche Einstichstelle noch einmal eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Zwei freilassen und jetzt kommen wieder unsere 3 Einzelgruppen. Zwei freilassen, zweite Gruppe. Zwei freilassen, dritte Gruppe. Nun wieder der große Bogen, 2 freilassen, eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Eins, 2, 3, 4 und in die 5. Luftmasche einstechen und eine Gruppe aus 3 Stäbchen häkeln, dabei darauf achten, dass oben die Masche sich nicht zu weit auseinanderzieht und schön eng aneinander ist. Nun wieder 3 Gruppen, das heißt 2 Maschen freilassen, erste Gruppe aus 3 Stäbchen, 2 Maschen freilassen, zweite Gruppe aus 3 Stäbchen, 2 Maschen freilassen, dritte Gruppe aus 3 Stäbchen und die 4. und letzte stechen wir in die letzte Masche ein und häkeln dort eine Gruppe aus 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. So, lege ich das jetzt hin. Moment. So. Und so sieht es dann aus. Erste Spitze, zweite Spitze, dritte Spitze. Das war Reihe 1. Kommen wir zur Reihe 2. Für Reihe 2 wenden wir und mogeln uns mit einer Kettmasche,
zweite Kettmasche und eine dritte Kettmasche um die Luftmaschenkette. Danach 3 steige Luftmaschen und nochmal zusätzlich 2 Stäbchen um die Kette herum. 2 Luftmaschen und nochmal eine Gruppe um die gleiche Kette herum aus 3 Stäbchen. Rüber zwischen die nächsten Gruppen 3 Stäbchen. Erste Gruppe. Zwischen die nächsten beiden eine Gruppe. Das ist dann unsere zweite. Zwischen die nächsten beiden eine Gruppe. Das ist dann die dritte. So, und nun kommt wieder unsere Spitze. Und zwar gehen wir zwischen die nächsten beiden und häkeln eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Und jetzt lassen wir diese Mitte, wo die lange Kette ist, aus, machen einen Umschlag und gehen zwischen diese beiden Grüppchen und ziehen auch hier wieder das Ganze schön zusammen. Damit wir diese Spitze nach unten erhalten. Es folgt wieder erste Gruppe zwischen die nächsten beiden. Zweite Gruppe zwischen die nächsten beiden. Und dritte Gruppe zwischen die nächsten beiden. Ups. Dann sind wir in der Spitze angekommen und stechen um die Luftmaschenkette herum und häkeln eine Gruppe aus 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Dann geht es auf die andere Seite wieder runter. Ich zeige euch einmal die Spitze. So sieht es bis jetzt aus. Erste Gruppe. Dann kommt die zweite Gruppe. Und die dritte Gruppe. Dann kommen wir wieder zu der Kette nach unten. Das heißt, wir häkeln jetzt ein Grüppchen zwischen die beiden Gruppen. Da wo die lange Kette ist, da lassen wir frei überspringen und gehen zwischen die nächsten beiden, damit wir das Ganze zusammenziehen und die Spitze erhalten. Nun kommen wieder 3 Gruppen. 1, 2 und 3.
Jetzt kommen wir in die Spitze mit der kleinen Kette. Dort häkeln wir eine Gruppe aus 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Danach kommen wieder 3 einzelne Gruppen. 1, 2, 3. Jetzt kommt wieder die große Kette mit der Spitze nach unten. Wir häkeln zwischen den nächsten beiden wieder eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Überspringen die nächste Lücke, denn dort ist ja die große Kette, gehen in die übernächste hinein und achten dabei darauf, dass wir oben die Masche nicht zu weit auseinanderziehen, dass die beiden Gruppen schön eng aneinander liegen, um die Spitze zu erhalten. Danach folgen wieder 3 normale Gruppen. 1, 2 und 3. Und am Ende der Reihe in die kleine Kette eine Gruppe aus 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Und das war Reihe 2. Für die nächste Reihe mache ich einen Farbwechsel. Dazu schneide ich die alte Farbe ab und verhäkel den Faden direkt in den Anfang, wende, gehe direkt um die Kette herum und fixiere meinen Faden dort in der Kette. 2 zusätzliche Luftmaschen, um auf ein Stäbchen zu kommen. Und dann häkel ich um den Faden herum nochmal 2 zusätzliche Stäbchen, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen um die gleiche Kette herum. So habe ich den Faden nun mit einer Luftmasche fixiert und nochmal mit den ganzen Stäbchen umhäkelt. Da kann sich nichts mehr lösen, also können wir diesen abschneiden und brauchen ihn nicht mehr zu vernähen. Und nun geht unser Muster wieder wie vorher weiter. 3 normale Gruppen in die nächsten Löcher. Erste Gruppe. Zweite Gruppe. Dritte Gruppe. Und jetzt kommt wieder unsere Spitze nach unten. Das heißt, in die nächste Lücke eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Die Lücke danach lassen wir frei und springen in die danach und häkeln eine Gruppe und achten darauf, dass die Masche sich nicht zu weit auseinanderzieht und die beiden Grüppchen schön eng aneinander gehäkelt sind, um unsere Spitze zu erhalten. Es folgen wieder 3 normale Grüppchen. 1,
und 3. Nun kommt die kleine Spitze um die Kette herum, eine Gruppe aus 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Jetzt kommen wieder die 3 normalen Gruppen. 1, 2 und 3. Die große Spitze nach unten, das heißt die 4. Gruppe wird mit der nächsten auf der anderen Seite verbunden. Wir lassen also das nächste Loch frei und häkeln in das danach eine Gruppe und achten wieder darauf, dass die Masche sich nicht zu weit auseinander zieht. Es folgen wieder 3 normale Grüppchen. 1, 2 und 3. Jetzt sind wir wieder in einem kleinen angekommen. 3 Stäbchen um die kleine Kette herum, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Danach wieder 3 Gruppen. 1, 2 und 3. Und die 4. ist dann wieder die große Spitze mit der langen Kette. Hier müssen wir wieder die nächste Lücke auslassen, in die danach einstechen und die beiden Gruppen schön eng aneinander häkeln. Dann wieder 3 normale Gruppen. Und am Ende der Reihe um die kleine Kette eine Gruppe aus 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Das war Reihe 3. Dann zeige ich euch noch mal den Anfang für Reihe 4. Und danach kann jeder, wie er möchte, die Farbe wechseln oder mit einem Farbverlaufsgarn häkeln. Da kann man so wunderschöne Sachen draus zaubern. In Reihe 4 mogel ich mich wieder mit Kettmaschen in die kleine Kette hinein, mache 3 Steigerluftmaschen und nochmal zusätzlich 2 Stäbchen, um optisch 3 Stück zu haben, 2 Luftmaschen und nochmal 3 Stäbchen um die gleiche Kette. Also ein ganz leichter Anfang. So,
Und dann folgt wieder 1, 2, 3 in die 4. Lücke, eine Gruppe, die 5. Lücke freilassen und in die 6. beide verbinden, um die große Spitze zu erhalten. Also vom Anfang 1, 2, 3 normale Gruppen, die 4. wird mit der nächsten verbunden, indem wir die Lücke freilassen nach unten. Dann kommt wieder 1, 2, 3 und dann die Spitze nach oben mit 2 Luftmaschen dazwischen. Eigentlich recht leicht zu merken. Knifflig ist eigentlich nur der Anfang. Zu wissen, wie viele Maschen man anschlagen muss, wie man das Ganze hier mit den kleinen und der großen Kette verteilen muss. Aber wenn man das einmal raus hat, kann man sich ein wunderschönes Zickzackmuster auf beliebige Größe zaubern. Und ja, ich habe Tagesdecken gesehen, da habe ich die Kinnlade nicht mehr zugekriegt. Da konnte ich einfach nur sagen, wow, Hut ab. Ich hoffe, ihr seid gut mitgekommen und habt verstanden, wie dieses Zickzack funktioniert. Ein kleiner Tipp noch, wenn ihr noch ein kleineres Zickzack haben möchtet oder größeres, müsst ihr einfach nur aus diesen 3 einzelnen Gruppen, entweder eine weniger oder 2 weniger oder 1, 2, 3, wie auch immer, mehr machen. Pro Gruppe sind es 4 Maschen. Und ich denke, das kann man dann leicht umrechnen. Wenn nicht, skizziert euch das auf dem Blog und dann funktioniert das. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Muster. Ich hoffe, ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen. Wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos. Glöckchen drücken, kein Video mehr verpassen. Über jedes Abo freue ich mich natürlich sehr, vor allen Dingen, wenn ihr wieder vorbeischaut. Und dann hoffe ich, dass wir uns zum nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, viel Spaß beim Nachwerkeln. Wir hören uns. Ciao, ciao.